Am 5. September 1969 ereignete sich im abgelegenen sibirischen Dorf Rjavtchik in der Sowjetunion ein bemerkenswertes Ereignis, das scheinbar den Seiten eines Science-Fiction-Romans entsprungen schien. Это работал какой-то разум, возможно, космический разум. Может быть, это наши предки здесь действовали очень давно, потому что на глубине 70 метров примерно 800 миллионов лет или 600 миллионов лет, как ученые считают некоторые. Es geschah alles tief unter der Erdoberfläche, in den schwach beleuchteten Tunneln einer Kohlenmine. Die dortigen Bergleute arbeiteten unermüdlich wie jeden Tag und förderten Kohle in einer Tiefe von 70 Metern. Doch inmitten des rhythmischen Klapperns von Metall auf Stein schlug die Spitzhacke eines Bergmanns auf etwas unerwartet Hohles. Ein Geräusch, das sich deutlich von dem soliden Widerstand unterschied, an den sie sich gewöhnt hatten. Der Bergmann hielt inne, wischte sich das Gesicht und räumte mit einer Mischung aus Neugier und Vorsicht die Trümmer weg, wobei ein Riss in der Wand zum Vorschein kam, der in die dahinterliegende Dunkelheit zu führen schien. Mit ein paar weiteren geschickten Schlägen gab der Fels nach und die Bergleute standen voller Ehrfurcht, als die Mauer einstürzte und sich eine verborgene Kammer öffnete, in der es seit Jahrtausenden kein Licht gab. Drinnen war die Luft voller Geheimnisse und ihre Lampen warfen einen langen Schatten auf einen Anblick, der für immer in ihre Erinnerungen eingebrannt sein würde. Sie sahen einen großen Marmorsarkophag von exquisitem Design, der etwa 2,60 Meter lang und ca. 1 Meter hoch war. Sofort erhielt der Leiter des Bergbaubezirks, Alexander Masalegin, den verwirrenden Bericht einer seiner Bergleute. Da Masalegin die potenzielle Bedeutung des Fundes erkannte, benachrichtigte er umgehend die sowjetischen Behörden und löste damit eine Reihe von Ereignissen aus, die zu weit verbreiteten Spekulationen und Machenschaften führen sollten. Die Entdeckung rückte schnell in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Bergleute, angetrieben von einer Mischung aus Aufregung und Besorgnis. Masalegin befahl, den Sarkophag aus seinem Ruheort 70 Meter unter der Oberfläche zu holen, eine Aufgabe, die mit Dringlichkeit und Neugier durchgeführt wurde. Als der Sarkophag mühsam an die Oberfläche gebracht wurde, rasten in der Fantasie der Bergleute wilde Visionen von Gold und Juwelen, die darin liegen könnten. Gleichzeitig waren sie jedoch etwas verärgert und diskutierten darüber, dass die sowjetischen Beamten den Fund höchstwahrscheinlich beschlagnahmen würden, ohne ihnen eine Gegenleistung zu geben und ihnen nicht einmal zu sagen, was sich darin befand. Aus Neugier beschlossen sie, den Sarkophag zu öffnen, und was sie darin fanden, schockierte jeden, der es miterlebte. Anstelle eines Schatzes fanden sie die bemerkenswert erhaltene Leiche einer jungen Frau, die schätzungsweise 25 bis 30 Jahre alt war. Выкопали гроб, начали крышку открывать никак не могли. Еле-еле, говорит, ее потом приоткрыли. В гробу лежала женщина. Ну, лет, может быть, под 30 с косой и глаза голубые. Sie lag da, als würde sie schlafen. Ihr langes, welliges, dunkelbraunes Haar fiel ihr bis zur Taille herab. Sie trug ein weißes Kleid, das seltsam durchsichtig war und offenbar aus einem Stoff gefertigt war, den wir nicht kannten. Sie war von einer mysteriösen rosa Flüssigkeit umgeben und neben ihrem Kopf befand sich eine kleine schwarze Metallbox, die mit nichts zu vergleichen war, was die Bergleute damals kannten. Viele Jahre später jedoch, mit der Erfindung und Entwicklung des Smartphones, glaubten die Zeugen des Ereignisses, dass die Blackbox neben der Frau einem Smartphone-ähnlichen Gerät ähnelte. Die Haut der Frau war bemerkenswert glatt und sauber, ohne Anzeichen von Verfall oder Alter. Ihre Haut war unglaublich weiß, weißer als die einer Person mit Albinismus. Sie sah lebendiger und gesünder aus als die Bergleute selbst. Tatsächlich waren alle von ihrer Schönheit begeistert. Увидели, что в нем лежит женщина невиданной красоты, с белокурыми волосами, голубыми глазами, и кожа у нее была настолько белая, что она повергла местных жителей в такой небольшой шок. Der Sarkophag stand viele Stunden lang offen und fast alle Dorfbewohner kamen, um ihn zu besichtigen. Ein rücksichtsloser junger Mann, getrieben von Neugier und vielleicht dem klaren rosa Schimmer der Flüssigkeit, beschloss, die versammelten Menschen in Erstaunen zu versetzen, indem er seinen Finger in die rosa Substanz tauchte und sie probierte.
Es stellte sich heraus, dass sie völlig geschmacks- und geruchlos war. Doch nur eine Woche später verschlechterte sich sein geistiger Zustand in einer traurigen Wendung. Seine Desorientierung wurde so schlimm, dass er sein eigenes Haus nicht mehr identifizieren konnte und schließlich der bitteren Winterkälte erlag und erfror. Sein Tod war nicht der einzige, der mit der mysteriösen Entdeckung zusammenhängt. Die Schönheit, die im ausgegrabenen Sarkophag lag, wurde bald als Tisul-Prinzessin bekannt, wobei Tisul der Name des Bezirks war, in dem das Dorf lag. Schließlich trafen hochrangige Beamte des Bezirks, Polizeimitarbeiter, Feuerwehrleute und Militärvertreter ein und begaben sich alle zum Einsatzort. Begleitet wurden sie von KGB-Agenten in Zivil, die mit einem roten Hubschrauber ankamen. Sie räumten sofort den Bereich um den Sarkophag und warnten die versammelte Menge vor möglichen Infektionsgefahren im Inneren. Ihr Ziel war es, den Sarg mit ihrem Hubschrauber zu befördern und an einen Ort zu transportieren, an dem er analysiert werden konnte. Versuche, den Sarkophag per Lufttransport zu befördern, erwiesen sich jedoch als erfolglos, da er zu schwer war. So beschlossen sie, die rosafarbene Flüssigkeit in spezielle Behälter abzulassen, die separat transportiert werden sollten, um den Sarkophag leichter zu machen. Als sie das taten, geschah etwas Erstaunliches. Als die rosafarbene Flüssigkeit abgelassen wurde, erlebte der perfekt erhaltene und lebensechte Körper der Frau eine verblüffende Verwandlung. Die Haut veränderte sich vor den Augen der Zuschauer innerhalb weniger Minuten von weiß zu schwarz, wodurch die Prinzessin ihr lebensechtes Aussehen verlor. Dies ließ viele glauben, dass die rosa Flüssigkeit und der Sarkophag selbst eine Art Konservierungswirkung hätten, die ihren Körper in einem Zustand schwebender Lebhaftigkeit halten könnte. Die Tisul-Prinzessin wurde schließlich zur wissenschaftlichen Analyse nach Nowosibirsk transportiert. Einige Wochen später traf ein Professor aus Nowosibirsk in Rjavtschik ein, um einen Vortrag über den ungewöhnlichen Fund in der Mine zu halten. Er enthüllte, dass der Erhaltungszustand der Prinzessin anders als alles sei, was man bisher auf dem Gebiet der Archäologie oder Paläontologie gefunden habe. Die Flüssigkeit, in die sie getaucht war, hatte Eigenschaften, die sich jeder Erklärung entzogen, ohne dass eine Parallele zu natürlichen oder künstlichen Einbalsamierungsprozessen bekannt war. Bemühungen, das Alter und die Herkunft des Sarkophags und seiner Bewohnerin zu verstehen, führten zu einer umfangreichen Reihe von Tests, darunter Radiokarbondatierungen und andere Analysetechniken. Allerdings war die Radiokarbondatierung, eine zuverlässige Methode zur Altersbestimmung organischer Materialien bis zu einem Alter von 50.000 Jahren, für die vorliegende Aufgabe unzureichend. Das Material des Sarkophags sowie die Konservierungsflüssigkeit und die Prinzessin selbst entsprachen nicht den erwarteten Parametern. Wissenschaftler wandten sich anderen Methoden zu, analysierten die geologischen Schichten und verwendeten ausgefeiltere Datierungstechniken, die Hinweise auf das Alter des Sarkophags geben könnten. Die aus diesen Analysen gezogene Schlussfolgerung war geradezu revolutionär. Die Daten deuteten darauf hin, dass die Tisul-Prinzessin und ihr Sarkophag etwa 800 Millionen Jahre alt waren, eine Zahl, die die wissenschaftliche Gemeinschaft verblüffte und die Grundlagen der Menschheitsgeschichte in Frage stellte. In einem solchen Zeitalter würde die Prinzessin nicht nur vor dem Beginn der menschlichen Zivilisation stehen, sondern auch vor der Entstehung komplexer Lebensformen, wie wir sie kennen. Diese überraschende Offenbarung löste eine Neubewertung aller bisher verstandenen Erkenntnisse über die Zeitachse des Lebens auf der Erde aus. Wenn die Ergebnisse korrekt waren, deuteten sie auf die Existenz einer Zivilisation hin, die in der Lage war, den Sarkophag und die Konservierungsflüssigkeit herzustellen. Eine Zivilisation, die zu einer Zeit existierte, als die Wissenschaft angenommen hatte, dass der Planet nur von den einfachsten Lebensformen bewohnt sei. Die Auswirkungen waren tiefgreifend und deuteten nicht nur auf eine Neuschreibung der Menschheitsgeschichte, sondern auch auf eine völlige Überarbeitung der evolutionären Zeitachse selbst hin. Aber das war nicht die einzige Theorie, die es gab. Einige glaubten, dass die Prinzessin Teil einer Gruppe außerirdischer Besucher war, die von einem anderen Ort auf die Erde kamen. Die völlig weiße Haut der Frau galt als Zeichen dafür, dass sie von einem Planeten mit viel weniger Sonnenlicht stammte.
Die Entdeckung der Tixul-Prinzessin öffnete die Büchse der Pandora voller Fragen, Theorien und Implikationen. Die Geschichte begann sich zu verbreiten und in der Lokalzeitung erschien ein Artikel über die Entdeckung. Dies löste jedoch eine schnelle und geheime Reaktion des sowjetischen Geheimdienstes aus. KGB-Agenten kehrten zurück, verspotteten die Geschichte als unsinnig und erweckten den Eindruck, dass es so etwas nicht gäbe und dass keine solche Entdeckung gemacht worden sei. Die Agenten begannen außerdem, alle Zeitungsexemplare mit dem Artikel zu beschlagnahmen. Sowohl der Professor, der Informationen mit der Bevölkerung teilte, als auch der Zeitungsredakteur wurden dafür bestraft, dass sie es wagten, sich zu einem Ereignis zu äußern, das die Sowjetregierung von der Welt geheim halten wollte. Schließlich war dies der Höhepunkt des Kalten Krieges. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion wagte niemand mehr über die Tixul-Prinzessin zu sprechen. Dann wurden Redefreiheit und unabhängige Medien eingeführt und ein weiterer Artikel über die Entdeckung erschien. Der Artikel stammt aus dem Jahr 2002 und trug den Titel »Die Frau, die 800 Millionen Jahre alt ist«. Er erschien in der Zeitung Khakassien und dann in der Zeitung Arkaim. Der Journalist behauptete, diese Geschichte sei ihm von einem pensionierten Oberst des KGB erzählt worden, der in der Vergangenheit in einer der Geheimabteilungen dieser Organisation gearbeitet hatte. Die Geschichte gewann erneut an Popularität. Derzeit wurden in der Nähe des Dorfes Rjavtchik, unweit der Fundstelle des Sarkophags, ein Stein mit einer Gedenktafel angebracht. Auf dem Schild am Denkmal steht: Im Jahr 1969 wurde unweit von hier bei der Erschließung eines Kohlebergwerks eine Grabstätte entdeckt. In einem 2 Meter hohen Marmorsarkophag lag eine schöne junge Frau. Basierend auf dem Alter des Kohlebergwerks, in dem der Sarkophag gefunden wurde die Frau vor mehreren 100 Millionen Jahren begraben. Es wurde sogar im Zentralfernsehen diskutiert, wo Augenzeugen aus dem Dorf Rjavtchik, die mit eigenen Augen sahen, wie der Sarkophag geöffnet wurde, die Echtheit der Entdeckung bestätigten. Aber die Geschichte hatte noch mehr zu bieten. Später wurde bekannt, dass es Jahre nach der Entdeckung der Tixul-Prinzessin zu einer Reihe seltsamer Todesopfer unter denjenigen kam, die mit dem Sarkophag in Verbindung standen. Nur 6 Monate, nachdem der KGB den Steinsarkophag beschlagnahmt hatte, fegte eine Welle des Unglücks über das Dorf Rjavtchik und versetzte es in Trauer. Die Tragödie ereignete sich gnadenlos, beginnend mit Iwan Karnauchow, dem Mann, der den Sarkophag der Tixul-Prinzessin entdeckte. Sein Leben endete bei einem schrecklichen Unfall, als sein Motorrad mit einem Lastwagen kollidierte. Он вообще-то никогда не пил, по крайней мере, сколько я его помню. Потом вдруг, оказывается, объявление было, что он напился и пьяный под машину попал. На мотоцикле. In einer traurigen Fortsetzung des Unglücks kam einen Monat nach Iwans Tod ein Bergmann durch Ertrinken ums Leben. Der einzige Überlebende dieser bedrohlichen Ereignisse war der Geologe Wladimir Podroshetnikow, der enthüllte, dass die Entdeckung der Tixul-Prinzessin nicht die einzige ihrer Art war. Im Sommer 1973 fielen, wie Wladimir Podroshetnikow berichtete, erneut Militärkräfte in den Bezirk Tixul ein. Die Truppen richteten einen strikten Schutzzaun um den Wald ein, der den Einheimischen den Zugang verbot und die Dorfstraßen patrouillierte. Die Anwesenheit des Militärs wurde geheim gehalten und den Dorfbewohnern wurde ohne jede Erklärung geraten, ihre Fassung zu bewahren. Jahre später wurden die Berichte von Wladimir Podroshetnikow von Valeri Malevanoy, einem Historiker für Sonderdienste und pensionierten FSB-Generalmajor, bestätigt. Er erklärte, dass Archivunterlagen des KGB darauf hinweisen, dass das Gebiet 1973 einer intensiven Sicherheitsabsperrung ausgesetzt war, die aus 3 konzentrischen Barrieren bestand. Unweit davon befand sich in einem See eine Insel, auf der weitere Gräber freigelegt wurden. In diesen Gräbern lagen 2 weitere Sarkophage, jeder etwa 2,40 Meter lang, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Originalfund aufwiesen. Diese Sarkophage wurden nach Moskau transportiert und auf ein Alter von etwa 200 Millionen Jahren geschätzt.
Die Dorfbewohner wurden strikt angewiesen, über den Vorfall Stillschweigen zu bewahren. Из архивных источников КГБ СССР мы знаем, что в 1973 году этот район был жестко оцеплен в 3 слоя заграждения. На острове посреди озера отрыли 2 могилы. 2 могилы, которым было по 200 миллионов лет. Berichten zufolge wurde der Bergbaubetrieb im Steinbruch noch eine Zeit lang fortgesetzt, jedoch nur mit neu eingesetzten Arbeitern. Anwohnern wurde der Zutritt verwehrt. Während einige die Geschichte als erfundene, durch journalistische und öffentliche Intrigen aufgebauschte Geschichte abtun, sind andere von ihrer Authentizität überzeugt. Da alles an der Entdeckung geheim gehalten und alle physischen Beweise beschlagnahmt wurden, liegen uns nur die Berichte der noch lebenden Zeugen und die von Valeri Malevany offengelegten Informationen vor. Tatsache ist, dass es in der Nähe des Dorfes Rozhavčík in den 1960er Jahren tatsächlich ein großes Kohlebergwerk gab, das 1972 aus unbekannten Gründen vollständig geschlossen wurde. Erwähnenswert ist auch, dass sich in dieser Gegend Russlands die ältesten Kohlevorkommen befinden. Man geht davon aus, dass es Fotos und Videoaufzeichnungen gab, die in den ersten Momenten der Entdeckung und bei vorläufigen Untersuchungen der Tissoul-Prinzessin aufgenommen wurden, aber aus persönlichen und institutionellen Archiven verschwanden. Dokumente mit detaillierten Befunden, Notizen der Forscher oder sogar Proben der Konservierungsflüssigkeit wurden beschlagnahmt oder vernichtet. Die Rolle der Regierung beim Verschwinden von Beweisen und der Unterdrückung von Informationen schürte nur weitere Spekulationen. Der Mangel an Transparenz und der offensichtliche Versuch, die Entdeckung aus dem öffentlichen Bewusstsein zu löschen, führten dazu, dass viele die Motive hinter der Intervention in Frage stellten. Gab es etwas im Sarkophag oder in der bloßen Existenz der Tissoul-Prinzessin, das eine Bedrohung für die etablierte historische Erzählung oder die nationale Sicherheit darstellte? Oder war die Unterdrückung ein Versuch, Wissen zu monopolisieren, das beispiellose Einblicke in die Geschichte und Technologie der Menschheit bieten könnte? Der rätselhafte Charakter der Entdeckung, gepaart mit den hartnäckigen Bemühungen der Regierung, die Fakten zu verschleiern, beflügelte die Fantasie von Menschen auf der ganzen Welt. Ohne greifbare Beweise für Interpretationen wurde die Erzählung der Tissoul-Prinzessin zu einer Leinwand, auf der unzählige Theorien gemalt wurden, von denen jede eine andere Erklärung für ihre Existenz und die fortschrittliche Technologie bot, die sie zu begleiten schien. Eine der bekanntesten Theorien ging von der Existenz einer hochentwickelten antiken Zivilisation aus, die weit älter war als alle bekannten Gesellschaften. По всем внешним признакам можно сказать, что она не инопланетянка, а скорее всего представитель древнейшей цивилизации, которая могла стать прародителем всего человечества. Befürworter dieser Idee verwiesen auf die fortschrittlichen Materialien und Techniken des Sarkophags und der Konservierungsflüssigkeit als Beweis für eine verlorene Kultur, deren Wissen und Technologie die der heutigen Menschheit bei weitem übertrafen. Sie spekulierten, dass diese Zivilisation zu einer Zeit auf der Erde existiert haben könnte, in der laut Mainstream-Wissenschaft der Planet unbewohnbar gewesen sei oder nur einfache Lebensformen hätte beherbergen können. Dieser Theorie zufolge war die Tissoul-Prinzessin ein Mitglied dieser antiken Gesellschaft, möglicherweise eine Figur von großer Bedeutung, die über Jahrtausende hinweg durch längst vergessene Mittel erhalten blieb. Какой-то катаклизм или еще что-то, цивилизация погибла, и вот как раз она осталась напоминанием, что жизнь на Земле была до какой-то великой катастрофы. Придет время, и она проснется. Andere glauben, dass die Datierung der Entdeckung falsch war, dass die Prinzessin nicht 800 Millionen Jahre alt war, sondern etwa 50.000, was die Entdeckung dennoch bahnbrechend machen würde. Es gibt auch welche, die spekulieren, dass sie eine Außerirdische aus einem abgestürzten Raumschiff gewesen sein könnte, was darauf hindeutet, dass sie sich in einem schwebenden Zustand befunden haben könnte, wobei die Metallbox neben ihr als Timer für ihr Erwachen und als Mittel zur Rückkehr an die Oberfläche diente. Befürworter dieser Theorie argumentierten, dass die zu ihrer Erhaltung verwendeten Materialien und Methoden zu jedem bekannten Zeitpunkt der Geschichte jenseits menschlicher Fähigkeiten lagen
was auf einen Ursprung außerhalb der Erde hindeutet. Die nahtlose Erhaltung und das Material ihres Kleides sowie die Blackbox, die in der menschlichen Technologie kein Gegenstück hatte, wurden als Beweis für außerirdischen Einfluss angeführt. Diese Theorie überschnitt sich häufig mit Vorstellungen über antike Astronautenbesuche, die darauf hindeuten, dass die Geschichte der Menschheit regelmäßig durch den Kontakt mit außerirdischen Zivilisationen beeinflusst wurde. Die durch das Verschwinden von Beweisen und durch Schweigen von Zeugen aufgeworfenen Fragen bleiben unbeantwortet und verstärken die Mystik der Tixul-Prinzessin. Das Fehlen greifbarer Beweise und die Bemühungen, diejenigen zu diskreditieren, die die Artefakte aus erster Hand gesehen hatten, haben die Entdeckung in eine moderne Legende verwandelt. Eine Geschichte, die weiterhin fesselt und Debatten hervorruft. Was denken Sie über die Tixul-Prinzessin? Teilen Sie uns Ihre Theorien in den Kommentaren unten mit.